Entwicklung beim Dollar und am Energiemarkt. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Machen wir es kurz, gegenüber der letzten Woche ist nicht viel passiert. Schöne Ostern, meine Lieben. Ja, so friedlich waren die letzten Tage doch nicht, obwohl es hat gut angefangen. Der überragende Arbeitsmarkt vor 10 Tagen mit 228.000 neu geschaffenen Stellen auf der linken Seite und rechts eine weiter rückläufige Inflation hätten uns zu einem breiten Lächeln veranlasst, aber heutzutage alles Makulatur. Schauen wir uns die restlichen Auswirkungen an, zum Beispiel US-Renditen. Dazu hat letzte Woche Christian schon berichtet. Jedoch gab es eine sehr wichtige Aussage von Gouverneur Waller, einer von 7 stetigen Vorständen der FED. Auf die Frage, was denn wichtiger für die FED ist, die Bekämpfung eines Konjunktureinbruchs oder die Inflationsbekämpfung, war seine Antwort: Falls eine Rezession droht, sollten Zinssenkungen früher kommen. Daraufhin sind die Renditen leicht gesunken. Das ist der letzte Haken nach unten im linken Chart. Gesamt gesehen hat das Vertrauen in die USA massiv gelitten. Einerseits gibt es auch Gerüchte über Verkäufe von Staatsanleihen aus China. Das stimmt nicht. Aber auch durch Hedgefonds, die Liquidität schaffen müssen. Nach den Konjunkturschwankungen der letzten Woche kein Wunder. Andererseits, so wie FED-Vorstand Waller über die Rezession gesprochen hat, bedeutet das sinkende Leitzinsen. Wahrscheinlich ab dem Sommer und damit auch eine weitere Abschwächung des US-Dollar, wie ihr in der Grafik auf der rechten Seite sehen könnt. Waren wir Anfang März noch knapp um die Parität, also beim Kauf eines Euro hat man $1 gezahlt, so sind wir jetzt um gut 12% tiefer. Das bedeutet, wenn man einen Euro kauft, muss man $1,12 bezahlen. Bei uns bedeutet das schwächerer Dollar oder andersrum fester Euro. Ein Vorteil ist damit verbunden, wir Europäer profitieren davon. Zum Beispiel wird Öl dadurch billiger, weil Öl in US-Dollar abgerechnet wird. Dazu die nächste Grafik. Abgesehen davon, dass sowohl beim Öl- und Gaspreis zuletzt ein schwächeres Wirtschaftswachstum eingepreist wurde, die OPEC ihre Förderquoten wieder angehoben hat, bringt die Abschwächung des US-Dollars einen günstigeren Kaufpreis an den Zapfsäulen und damit weniger Inflationsdruck. Links in der Grafik sind die beiden Kursverläufe der Sorte Brent in US-Dollar und in Euro. Die Entwicklung des US-Dollar im heurigen Jahr, vor allem in den letzten Tagen, da gab es ja einen richtigen Abverkauf. Mein letzter Punkt heute ist der europäische Gasfuture, rechts im Bild, der wie Öl auf die erwartete Konjunkturabschwächung reagiert hat und bei rund 35 € die Megawattstunde jetzt gepreist ist. Jetzt nach dem Winter sind die Lager wieder aufzufüllen. Wir Österreicher mit fast 45% in den Reserven stehen um einiges besser da als die EU. Was haben wir vor Ostern noch zu erwarten? Es meldet sich der FED-Chairman Powell zu Wort. Italiens Ministerpräsidentin Meloni besucht das Weiße Haus. Der chinesische Generalsekretär tourt durch Asien. Und von der EZB erwarten wir noch eine Senkung um 0,25%. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch eine ruhige, spannende, lustige, fröhliche, besinnliche Osterzeit. Gesund bleiben, euer Larry.